Hallo miteinander, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Heute werden wir über Homer und die frühen Griechen sprechen. In der ersten Sendung sind wir von der Gegenwart ausgegangen. Wir erwähnten, dass wir heute immer genauer beschreiben können, welche neuronale Prozesse mit Wahrnehmung, Erinnerung, Aufmerksamkeit oder Entscheidung zusammenhängen. Es ist uns in Echtzeit möglich zu beobachten, welche Hirnregionen miteinander kommunizieren, wie Sinnesreize verarbeitet und wie Informationen über verschiedene Netzwerke hinweg integriert werden. Doch damit ist noch nicht erklärt, warum diese Vorgänge überhaupt erlebt werden. Warum gibt es nicht nur visuelle Verarbeitung, sondern ein Sehen? Nicht nur neuronale Reaktionen, sondern Schmerz. Nicht nur Informationsintegration, sondern eine Welt, die einem Subjekt erscheint. In dieser zweiten Folge beginnen wir nicht bei der modernen Neurowissenschaft. Wir gehen zurück in eine Zeit, in der Bewusstsein noch kein eigenständiger philosophischer Begriff war. Die frühen Griechen fragten nicht, wie erzeugt das Gehirn subjektives Erleben. Ihre Frage war grundlegender und war zunächst anders. Was verlässt den Menschen im Tod? Was bewegt ihn im Leben? Was lässt ihn wahrnehmen, erkennen und handeln? Und wodurch ist ein lebendiger Körper überhaupt lebendig? Unser Weg führt von Homer über die Vorsokratiker und Platon bis zu Aristoteles. Dabei verändert sich nicht nur die Antwort, auch die Frage selbst nimmt allmählich eine neue Gestalt an. Wir werden heute sehen, dass bei Homer noch kein einheitlicher Begriff des inneren Subjektes gab. Wenn wir heute das Wort Seele hören, denken viele Menschen an einen unsichtbaren inneren Kern, an das eigentliche Selbst, das denkt und fühlt, den Körper belebt und möglicherweise sogar den Tod überdauert. Das ist ja die christliche Tradition. Diese Vorstellung lässt sich jedoch nicht ohne weiteres auf die Welt Homers übertragen. Bei Homer bezeichnet die Psyche vor allem das Lebensprinzip, das einen Menschen im Augenblick des Todes verlässt. Sie entweicht dem Körper und steigt als schattenhafte Gestalt in die Unterwelt hinab. Dort erscheint sie häufig als Eidolon, als Abbild oder Schatten des verstorbenen Menschen. Doch dieses Eidolon oder Eidolon, dieses Abbild, besitzt nicht mehr die ganze Kraft und Wirklichkeit des Lebenden. Die Toten in der homerischen Unterwelt führen kein erfülltes geistiges Leben. Sie sind blasse, kraftlose Schatten ihrer früheren Existenz. Besonders eindrücklich zeigt sich das in der Odyssee, als Odysseus dem Schatten des Achilleus begegnet. Der größte Held der Griechen erklärt dort, er wäre lieber als Tageslöhner einem armen Mann untertan, als über sämtliche Toten zu herrschen. Der Tod bedeutet bei Homer daher keine Befreiung der eigentlichen Seele aus dem Körper. Er bedeutet vielmehr den Verlust einer leiblichen, sozialen und handelnden Existenz,
die den lebendigen Menschen ausmacht. Entscheidend ist nun, während des Lebens ist die Psyche noch nicht der einheitliche Ort des Denkens, Fühlens und Entscheidens. Homer sagt nicht, ein lebendiger Mensch denke, empfinde oder handle mit seiner Seele. Der Begriff Psyche besitzt noch nicht die umfassende psychologische Bedeutung, die er später bei Platon und Aristoteles erhalten wird. Die verschiedenen Formen des inneren Lebens werden vielmehr durch mehrere Begriffe benannt. Das ist zunächst der Thymos. Er bezeichnet den inneren Drang, die Erregung, den Mut, das Begehren und bisweilen auch den Zorn. Er ist jene Kraft im Menschen, die ihn zum Handeln antreibt, die aufbegehrt, sich fürchtet, hofft oder sich empört. Der homerische Held kann mit seinem Thymos sprechen. Er kann ihn ermahnen, ihm Einhalt gebieten oder sich von ihm mitreißen lassen. Das bedeutet jedoch nicht notwendig, dass der Held zwei voneinander getrennten Personen in sich trägt. Auch wir sagen heute, unser Herz rate uns zu etwas anderem als unser Verstand oder wir müssten gegen ein inneres Verlangen ankämpfen. Die homerische Sprache nimmt solche inneren Kräfte besonders ernst und stellt sie häufig wie Gesprächspartner dar. Daneben steht der Nous. Der Nous bezeichnet das Erkennen, Verstehen und geistige Erfassen einer Situation. Durch ihn durchschaut ein Mensch Zusammenhänge, erkennt eine Gefahr oder versteht die Absicht eines anderen. Wenn der Thymos stärker mit Antrieb, Emotion und innerer Bewegung verbunden ist, dann bezeichnet der Nous eher die Fähigkeit, etwas zu merken, zu begreifen und richtig einzuschätzen. Ein weiterer Schlüsselbegriff sind die Phrenes. Sie stehen mit Überlegung, Besonnenheit, Gefühl und innerer Orientierung in Verbindung. Ursprünglich sind sie zugleich leiblich gedacht und mit dem Bereich des Brustkorbs oder des Zwerchfells verbunden. Auch die Graviae, das Herz, kann als Ort von Angst, Schmerz, Mut oder Entschluss erscheinen. Der Menus bezeichnet schließlich die Kraft, den Schwung und intensive Energie, die einen Menschen im Kampf oder in einer außergewöhnlichen Situation erfüllt. Diese Energie kann wachsen, nachlassen oder einem Helden sogar durch eine Gottheit verliehen werden. Der homerische Mensch verfügt somit über ein ausgesprochenes, reiches inneres Leben. Er erinnert sich, zweifelt, plant, erkennt, fürchtet sich und trifft Entscheidungen. Aber diese Innere wird noch nicht unter einem einzigen psychologischen Oberbegriff zusammengefasst. Der Mensch erscheint als ein Zusammenspiel verschiedener Vermögen, Kräfte und leiblicher Erfahrungen. Der Thymos drängt, der Nous erkennt, die Phrenes überlegen, das Herz erschrickt oder fasst Mut, das Menus erfüllt den Menschen mit Kraft. Die Psyche hingegen unterscheidet vor allem den lebendigen und den toten Menschen. Bruno Schnell war ein Altphilologe, war der Erste, der auf diese Vielfalt hingewiesen hat. Und er hat eine
weitreichende Thesen entwickelt. Nach seiner Auffassung besaß der homerische Mensch noch kein einheitliches Selbst im späteren europäischen Sinn. Er habe sich noch nicht als autonomes Zentrum seines Denkens und Handelns verstanden. Das menschliche Ich sei in den homerischen Ebenen gewissermaßen noch auf verschiedene Kräfte und Organen verteilt. Schnell sprach deshalb von einer allmählichen Entdeckung des Geistes in der griechischen Kultur. Diese These war außerordentlich einflussreich, blieb aber nicht unumstritten. Philosophen, Philologen und Altertumswissenschaftler wie Bernard Williams und Christopher Gill haben darauf hingewiesen, dass die homerischen Helden keineswegs bloß passive Schauplätze fremder Kräfte sind. Achilleus weckt Möglichkeit ab. Hektor entscheidet sich trotz seiner Angst zum Kampf. Odysseus plant, täuscht, erinnert sich und verfolgt langfristige Ziele. Die Figuren übernehmen also Verantwortung, begründen ihre Entscheidungen und werden von anderen für ihre Handlungen gelobt oder getadelt. Sie besitzen also durchaus Handlungsfähigkeit und persönliche Kontinuität. Was ihnen fehlt, ist nicht das Selbst, sondern unser moderner Begriff des Selbst. Die Vorstellung eines vollständig nach innen verlagerten, von der sozialen und leiblichen Welt abgegrenzten Bewusstseinszentrum. Die homerischen Figuren verstehen sich ähnlich wie es in vielen Strömungen der gegenwärtigen afrikanischen Philosophie, etwa im Ubuntu-Prinzip bis heute üblich ist, primär durch ihre Beziehung, ihre Stellung in der Gemeinschaft. Ihr Selbst definiert sich über Ehre, den Körper und sichtbare Taten. Das Innere ist hier nicht von der Außenwelt isoliert, sondern zeigt sich unmittelbar im Verhalten, in der Stimme, in der Bewegung und in der Begegnung mit dem anderen. Das moderne Rätsel eines isolierten, rein privaten Bewusstseinsraumes war dieser Welt völlig fremd. Deshalb sollte man vorsichtiger formulieren. Der homerische Mensch besitzt nicht noch kein Ich, er verfügt vielmehr noch über keinen einheitlichen philosophischen Begriff, der sämtliche Formen des Erlebens, Denkens, Wollens und Handelns in eine einzige innere Instanz zusammenfasst. Die Vielfalt von Thymos, Noos, Phrenes, Gravier und Menos ist daher nicht einfach ein Zeichen physischer Zersplitterung, sie zeigt eine andere Art, menschliche Erfahrungen zu beschreiben, leiblich, dynamisch, sozial und dialogisch. Gehen wir jetzt zu den Göttern. Zu dieser homerischen Welt gehört außerdem, dass Gedanken und Impulsen, Entscheidungen nicht immer ausschließlich aus dem Inneren des Menschen hervorgehen. Eine Gottheit kann einem Helden Mut verleihen, ihm einen Gedanken eingeben, ihn täuschen oder seinen Menos, seine innere Kraft verstärken. Aus moderner Sicht könnte man deshalb vermuten, der homerische Mensch kennt noch keine persönliche Verantwortung. Wenn ein Gott einen Gedanken eingibt, scheint der Mensch schließlich nicht selbst dessen Urheber zu sein. Doch auch hier ist Vorsicht geboten. Göttlicher Einfluss und menschliches Handeln
schließen sich bei Homer nicht notwendig aus. Eine Handlung kann zugleich eine Gottheit angeregt und dennoch die Handlung eines bestimmten Menschen sein. Die Götter wirken häufig durch Charakterzüge, Wünsche und Leidenschaften, die bereits zur Person gehören. Das Verhältnis zwischen inneren Antrieb und äußere Macht ist noch nicht so scharf getrennt wie in modernen Vorstellungen autonomer Subjektivität. Gerade darin liegt eine entscheidende Eigentümlichkeit der homerischen Psychologie. Das menschliche Innere ist noch keine abgeschlossene private Sphäre. Es ist offen für den Körper, die Gemeinschaft, die natürliche Welt und die Götter. Damit beginnt die Geschichte des Bewusstseins und des Bewusstseinsbegriffs nicht mit einer ausgearbeiteten Theorie des subjektiven Erlebens. Sie beginnt mit einer elementaren Erfahrung. Ein Mensch lebt und irgendwann verlässt ihn etwas. Die Psyche markiert zunächst diese Grenzen zwischen Leben und Tod. Sie ist jedoch noch nicht eindeutig das denkende, fühlende und bewusste Selbst, das wir kennen. Gleichzeitig kennt Homer bereits ein komplexes menschliches Innenleben. Dieses wird jedoch nicht einer einzigen Seele zugeschrieben, sondern durch eine Vielzahl von Kräften, Vermögen und leiblichen Zentren beschrieben. In den Jahrhunderten nach Homer wird sich das ändern. Die Frage wird nun zunehmend lauten: Gibt es hinter diesen verschiedenen Kräften ein gemeinsames Prinzip? Was hält Wahrnehmen, Denken, Bewegung und Leben zusammen? Und ist dieses Prinzip materiell, etwa Luft, Feuer oder Atem, oder besitzt es eine andere geistige Wirklichkeit? Mit diesen Fragen treten wir aber in die Welt der Vorsokratiker ein.